Meine Damen und Herren, wir wollen heute erörtern, was eigentlich Schamanismus ist. Wenn wir also über die Schamanin von Bad Dürnberg sprechen, von was sprechen wir? Den meisten Leuten scheint es klar zu sein, was Schamanismus ist. Das liegt daran, dass Schamanismus und Schamane als riesiger Begriff verwendet wird. Schamane tritt uns heute in den verschiedensten Konnotationen und Bedeutungen bei den verschiedensten Praktiken gegenüber. Aber Schamanismus ist natürlich eine Definition und ein Phänomen, das tatsächlich auftrat und das man nicht beliebig verwenden kann. Und unter den ganz vielen Definitionen zum Schamanismus ist sicherlich die Definition von Eliade, der auf die archaische Ekstasetechnik fokussiert, am bekanntesten geworden, aber das fasst nur einen Punkt des Schamanismus. Und um Schamanismus gut zu definieren, sollte man sich auf diejenigen Forschungen beziehen, die Schamanismus ganz klar und präzise definieren, an guten Beispielen. Und meines Erachtens ist der beste Aufsatz dazu nach wie vor von Laszlo Vajda, dem großen Schamanismusforscher und dem großen Ethnologen, der lange Zeit in München lehrte. Ich hatte das Vergnügen, bei ihm nicht nur sozusagen studieren zu dürfen, sondern bei ihm im Wohnzimmer über Schamanismus diskutieren zu können. Und Laszlo Vajda hat 1959 eine eingängige Interpretation und eine eingängige Definition des Schamanismus vorgenommen, die 8 Punkte umfasst. Der erste Punkt ist die rituelle Ekstase. Und es handelt sich hier weniger um eine Besessenheit, als vielmehr um ein Heraustreten aus dem Körper, der eigenen Seele aus dem Körper und das Senden der Seele auf eine Reise, während der Schamane häufig starr ist und während er sich häufig kaum noch bewegt und nur noch flach atmet. Und eine der Techniken, um diese Seelenreise, diese Ekstase zu erreichen, sind sicherlich Drogen, Gesänge, immer das Gleiche, Trommeln, ist aber auch natürlich eine Atemtechnik und so weiter und so fort. Also die rituelle Ekstase ist für jeden, der an seiner schamanistischen Zeremonie teilnimmt, sofort sichtbar. Der zweite Punkt ist ein ganz wichtiger. Der zweite Punkt sind die Hilfsgeister. Bei den Hilfsgeistern handelt es sich häufig um Tiergestalten wie Bär, Wolf, Hase oder Vogel. Es gibt aber neben den Hilfsgeistern, die dem Schamanen bei seiner Reise helfen, auch Tiermütter, die die Lebenskraft des Schamanen aufnehmen. Und bei den Tiermüttern handelt es sich häufig um Rentiere, um Hirschen, Hirschkühe oder Ähnliches. Und die agieren dann häufig bei der Jenseitsreise als eine Art Doppelgänger, die sozusagen für die Schamanin oder den Schamanen tätig werden. Und dann kommt noch das Phänomen der Berufung zum Schamanismus oder zum Schamanen. Die Berufung ist seit der Geburt da, die wird häufig vererbt. Häufig zeigt sich die Berufung durch schwere Krankheit, durch körperliche Anomalien und häufig wird diese Berufung abgelehnt. Die Menschen, die berufen sind, wollen keine Schamanen werden, weil sie wissen, dass sie als Schamanen eine schwere Last für die Gemeinschaft tragen. Und schließlich kommt die schamanistische Initiation. Bei der schamanistischen Initiation wird der Körper zerteilt und dann wieder zusammengesetzt. Ein schreckliches Geschehen, das in einer jenseitigen Welt passiert. Und schließlich die Jenseitsreise selbst. Und während der Jenseitsreise ist eine Seelenbegleitung während der Ekstase von anderen Seelen möglich. Und vor allem ist es möglich, in der anderen Welt stellvertretend Dinge zu regeln, etwa Streit zu schlichten, Paare zusammenzubringen, Nachrichten aus der anderen Welt zu bringen, Krankheiten zu heilen und so weiter und so fort. Das nächste Phänomen ist die Kosmologie. Es gibt mehrere Sphären. Das Universum ist in der Regel durch eine Mittelachse, durch einen Weltenbaum verbunden. Dann als 7. der Schamanenkampf. Das sind stellvertretende Seelenträger, die im Jenseits kämpfen.
etwa als Tiere, Stier oder Rentier, die Schamanentiere und schließlich die Schamanenausrüstung, die aus einer speziellen Tracht besteht, die einen Vogel, ein Rentier zeigt, die das Schamanentier zeigt. Dazu kommt eine Trommel für das Trommeln in Ekstase und verschiedenste Schamanenkostüme, die wir kennen. All diese Interpretationen und all diese Phänomene sind in den letzten 300 Jahren beschrieben und beobachtet worden. Ältere Beschreibungen und Beobachtungen haben wir nicht. Und es besteht nun die Frage, wann welche Elemente dazukommen und ob alle Elemente gleich alt sind. Laszlo Wojda war der Meinung, dass es eine Phaseologie des Schamanismus gibt, so heißt der Aufsatz, dass also die einzelnen Elemente verschieden alt sind und dass manche Elemente bis ins Paläolithikum zurückreichen, nicht aber etwa zum Beispiel die Trommel, die als eines der wichtigsten Elemente gilt, dafür andere Elemente wie rituelle Ekstase oder die Schamanenreise. Was können wir nun bei der Schamanin von Bad Dürnberg festmachen? Denn offen gestanden, bislang wurde Schamanismus für das Paläolithikum und das Mesolithikum zweimal angenommen. Man hat die Höhle von Drofrea genommen und andere Höhlen, wo man angeblich tanzende Schamanen sah. Aber all das können andere Dinge sein. Das können Jagddarstellungen sein, es kann Animismus sein, es kann Tierverwandlung sein. Es muss nicht Schamanismus sein. Schamanismus ist aber nachweisbar, und davon sind wir als Forschergruppe überzeugt, bei der Schamanin von Bad Dürnberg. Und wodurch ist es nachweisbar? Zuerst die rituelle Ekstase. Und hier ist es völlig klar, dass diese Ekstase für die Schamanin erreichbar war durch ihren körperlichen Defekt. Und dieser körperliche Defekt, das Augenrattern, Zucken des Körpers, der Zurücklegen des Kopfes mit Augenrattern, mit Nystagmus, das war für jeden sichtbar. Es muss sich hier um eine besondere Person handeln. Und natürlich war die Person auch davon überzeugt und hatte in dieser Zeit natürlich Visionen. Das nächste Phänomen, die Hilfsgeister, die Tiergestalten. Und diese Hilfsgeister, die sehen wir schon im Rehbock, in dem Geweih. Die sehen wir aber auch in den zahlreichen Tiergestalten, die sozusagen als Teile pars pro toto mitgegeben sind. Schließlich die Berufung zum Schamanismus bei Geburt oder Vererbung durch schwere Krankheit, das ist durch die Krankheit ohnehin gegeben, und die schamanistische Initiation des Zerteilen des Körpers, das geschieht im Jenseits, das können wir nicht sehen, aber wir sehen die aufgefeilten Zähne. Und hier gibt es zumindest die Theorie, dass das absichtlich geschah, um Schmerz in der Initiation zu erzeugen, um sozusagen immer wieder daran erinnert zu werden, Schamane zu sein. Und wir sehen, dass sie mit ihrer Heilkunst es beherrscht hat, die Zähne sozusagen so zu behandeln, dass diese offenen Zähne nicht in eine Dauerentzündung oder in eine tödliche Entzündung übergingen. Schließlich die Jenseitsreise. Hier können wir annehmen, dass die Tiere, die hier beigegeben sind, dort halfen, genauso wie die Maske. Die Kosmologie ist vielleicht am schwersten nachzuweisen, aber hier haben wir ja die achteckige Form, die uns vielleicht den Abendstern zeigt, die weiß gefüllt ist, in der steht das Quadrat, das rot gefärbt ist, in dem sie sitzt, möglicherweise ein kosmologischer Bezug. Der Schamanenkampf geht wieder zurück auf die verschiedenen Tiere, und die Schamanenausrüstung, die ist ja nun lang und breit besprochen und dargestellt worden. Die Schamanenausrüstung ist zweifelsfrei nachweisbar. Das heißt, von den 8 Punkten, die Laszlo Wojda aufführt, haben wir zumindest 7 oder 6 Punkte gut belegt, und zwar fürs Mesolithikum belegt, und damit haben wir die erste sicher nachgewiesene Schamanin, die archäologisch dokumentiert wurde. Und das zeigt, dass der Schamanismus kein sehr junges Phänomen ist, sondern, wie Laszlo Wojda schon annahm, ein Phänomen ist, das zumindest 8.000 bis 12.000 Jahre ins Mesolithikum zurückreicht. Ob der Schamanismus ins Jungpaläolithikum, also 20.000 Jahre zurückreicht, das ist eine andere Diskussion. Animismus sicher, Animismus, der Seelenglaube, ist sicherlich die religiöse Grundausstattung des Menschen in einer Welt, die als tautegorisch, als komplett beseelt empfunden wird.
Aber Schamanismus ist eine Spezialisierung, die möglicherweise erst mit den Spezialisierungen im Mesolithikum bei geändertem Klima, bei aufwachsenden Wäldern und so weiter eintritt und die dann durchs Neolithikum gleichsam abgeschnitten wird. Und ab da haben wir Herrschaftsreligionen, patriarchale Religionen und diese, sage ich mal, spirituelle Vorstellung der Allverbundenheit, die Jäger prinzipiell durch ihr Leben in der Welt haben. Die Gleichheit, die ist verschwunden zu Ungunsten einer tatsächlich hierarchischen religiösen Vorstellungen. Und nur in gewissen Randbereichen, dort wo Jäger sich gehalten haben, in Ungunstbereichen, wo die Bauern nicht tätig werden, in der sibirischen Tundra, im Eis des Nordens oder in den Dschungeln, dort wo die Bauern nicht hinwollen, dort haben sich schamanische Praktiken und Vorstellungen gehalten.